Amen. Amen. When we were looking at these two groups in Daniel 11, verse 41, Als wir uns diese zwei Gruppen in Daniel 11, Vers 41 angeschaut haben and we established from Revelation 18, verse 4, und wir das auch etabliert haben in Offenbarung 18, Vers 4, that the people who escape da haben wir auch festgestellt, dass die Leute oder die Menschen, die entfliehen, are God's people who come out of Gottes Babylon. Gottes Volk sind, die aus Babylon herauskommen. Babylon being the prison house. Und Babylon stellt das Gefängnis dar. And these people are identified, Edom, Moab, and Ammon, as being God's people. Und Edom, Moab und Ammon wurden als Gottes Volk identifiziert. If they're God's people, Sofern sie Gottes Volk sind, then we know that the people that they're being compared to would also be God's people. dann wissen wir, dass das Volk, welches ihnen gegenübersteht, auch Gottes Volk ist. They just have two different experiences. Das sind einfach nur zwei Gruppen, die unterschiedliche Erfahrungen haben. If you're not comfortable just to make that assertion, Wenn du dir damit nicht sicher bist, diesen Vergleich zu tun, you can demonstrate that this group here are God's people dann kann man darstellen, dass diese Gruppe Gottes Volk ist. from the association that they're first free and then go into prison. Und zwar mit dem Verständnis, dass sie zuerst frei sind und dann ins Gefängnis kommen. Which is the opposite experience of this group. Und das ist genau die gegensätzliche Erfahrung der anderen Gruppe. And we know that if you're free, Wir wissen, dass wenn du frei bist, then we want to know what freedom really means. dann möchten wir auch verstehen, was diese Freiheit wirklich bedeutet. We could use the concept that you're not in bondage. Man könnte auch das so verstehen, dass du nicht in Gefangenschaft bist. Bondage would be sin. Und Gefangenschaft wäre Sünde. Sin would be wrong. Sünde ist falsch. So what would we be doing that's wrong? Was könnte es sein, dass wir tun, was falsch wäre? Now you can be a nice person, Du kannst eine nette Person sein, you can be a horrible person, du kannst aber auch ein abscheulicher Mensch sein. but that's not determining whether you're doing good or bad, right or wrong. Aber das definiert nicht, ob du gut bist oder falsch bist, ob du eine gute oder schlechte Person bist. In the context of this discussion, Im Hintergrund oder mit dem Hintergedanken dieser Thematik. because this discussion Um was es hier geht, is in verse 41, finden wir in Daniel 11,41. which makes it a dispensational issue. Das heißt, es ist eine dispensational, es In a certain time es period. ist ein besonderer, ja, ein geschlossener Zeitabschnitt. So there must be some issue or test in a specific time period. Es muss also eine gewisse Thematik und einen gewissen Test in diesem Zeitabschnitt geben, Which one group will pass and one group will fail. den die eine Gruppe bestehen wird, die andere Gruppe wird durchfallen. We know it's about doctrine. Und wir wissen auch, dass es hier um Lehre sich handelt. It's not merely the doctrine of the Sabbath, Nicht nur um die Lehre des Sabbats, it's also about the state of the dead. sondern auch über den Zustand der Toten. And because it's dispensational, Und da es eben einen gewissen Zeitraum umfasst, it must therefore be controlled by external or historical events. muss es eben durch externe oder außenstehende historische Ereignisse umrahmt werden. To put it bluntly, by time. Um ganz deutlich zu sein, durch Zeit eben. Because any historical event happens at a particular time period. Denn jedes historisches Ereignis findet zu einer gewissen Zeit statt. 1989, 2001, etc. Zum Beispiel 1989, 2001. So we have to add the component of time. Wir müssen also die Komponente der Zeit dem Ganzen hinzufügen. Everything has to be done in order. Denn alles muss in exakter Ordnung funktionieren. When we start considering this group who are escaping, Wenn wir weiter uns die Gruppe betrachten, die entflieht,
and we start thinking about the church then the world, und über die Welt, zuerst die Gemeinde und dann die Welt nachdenken, we realize that the world does not come under judgment. dann verstehen wir, dass die Welt sich nicht unter einem Gericht befindet. At least not the judgment that we're indicating here. Zumindest nicht das Gericht, an das wir jetzt hier vorne denken. As Adventists, Als Adventisten we know that the judgment is in 2 steps. verstehen wir, dass das Gericht in 2 Phasen kommt. If you were to go to this chart Gehen wir zu dieser Karte hier and we start thinking about this judgment, und wir über dieses Gericht nachdenken, pictorially, dann ist bildlich dargestellt, it's being demonstrated by the most holy experience dann ist es bildlich durch die Erfahrung im Allerheiligsten and this sickle experience, und durch diese Sichel dargestellt. or Jesus on a cloud. Anders, Jesus auf dieser Wolke. In other portions of Scripture, he's not on a cloud, he's on a horse. In anderen Bibelstellen, da sitzt Jesus nicht auf einer Wolke, sondern auf einem Pferd. Similar to this imagery. Ähnlich zu diesem Bild. This is a war horse because he's coming to do battle. Das hier ist ein Kriegspferd, weil er auszieht, um in den Krieg zu ziehen. In language that perhaps we're more familiar with, in language that we're more familiar Also with, in einer Sprache, der wir eventuell etwas mehr vertraut sind when we think about judgment, und wir an das Gericht denken, this most holy place dann ist dieses Allerheiligste would be judgment, es wäre Gericht, investigative. also das Untersuchungsgericht. And then this sickle experience Und wenn hier die Sichel zur Anwendung kommt, would also be judgment, das wäre auch Gericht, but we'll call it executive judgment, aber dieses Gericht würden wir das ausführende Gericht nennen. or the implementation of the punishment. Oder letztendlich die Ausführung der Bestrafung. So you decide what the punishment is and then you put it into practice. Also zuerst legst du das Maß der Strafe fest und dann führst du sie aus. So when we start thinking about judgment in this context, Also wenn wir nun an das Gericht mit diesem Hintergrund betrachten, we're thinking about investigation, dann denken wir an die Untersuchung. not so much about execution. Es geht hier weniger um die Ausführung. We can see Wir können erkennen, that within the world there are 2 groups. dass es in der Welt 2 Gruppen gibt. One of them is God's people, Eine ist Gottes Volk and and the other group is everyone that remains. und die andere Gruppe ist der Rest. When you come to the church, Wenn wir uns die Gemeinde betrachten, even though you may not realize it, you may not notice it, und egal jetzt, ob du es merkst oder nicht, what do you know? was wissen wir darüber? Just using this methodology. Wenn wir nur an diese Methodik denken. You'd have to have a parallel experience Es muss hier eine Erfahrung geben, die dem parallel steht. or the same dynamic. Oder die dieselbe Dynamik besitzt. You'd have to have the church and the world in the church. Du musst die Gemeinde und die Welt in der Gemeinde finden. So we reviewed this logic, this understanding, Also wir haben diese Logik oder dieses Verständnis noch einmal betrachtet. through the eyes of Paul. Und zwar durch die Augen von Paulus. Took you to a Bible verse, Romans 3:9, Wir haben uns den Vers Römer 3,9 angeschaut and we saw und haben erkannt, that Paul says dass Paulus the Jews sagt, dass die Juden and the Gentiles und die Heiden are where in their experience? befinden sich in ihrer Erfahrung wo? Under sin. Sie befinden sich unter der Sünde. And as he develops this argument through the New Testament, Und während er nun diese Diskussion durch das Neue Testament hindurchführt, he does it in various ways with various imagery, dann tut er dies mittels verschiedener Bilder. but he's going to start using this concept of us and them. Aber an eins davon ist, dass er von uns und ihnen spricht.
And when he says us Wenn er nun von uns spricht and them, und ihnen oder wir und sie, the us are not just Jews dann sind die wir nicht nur Juden and the them are not just Gentiles. und die anderen sind nicht nur Heiden. The them, Die anderen, you could go to Romans 3:9, da könnten wir wieder zu Römer 3,9 gehen, are the Jews and the Gentiles. sind die Juden und die Heiden. And the us Und das wir is not just Jews, sind nicht nur die Juden, but they're Jews and Gentiles. sind Juden und Heiden. So this is the motif of the New Testament. Also das hier ist das Motiv des Neuen Testaments. All of his theology is based upon this type of modeling. Seine ganze Theologie basiert auf diesem Grundsatz. The creation of two groups, Das Herstellen von zwei Gruppen, but these two groups are composed of two different sets of people. aber diese Gruppen bestehen wiederum aus zwei unterschiedlichen Gruppen von Leuten. Now before, it didn't look like this at the beginning of the New Testament. Am Anfang des Neuen Testaments sieht es zunächst nicht danach aus. The beginning of the story, it looks more like this. Zu Beginn der ganzen Geschichte sieht es eher wie nebenan dargestellt aus. So this would be the church Wenn das jetzt hier also die Gemeinde wäre and the world, und die Welt, but in the church, aber in der Gemeinde, it first starts off as everybody being bad, da fängt es zunächst damit an, dass jeder nun mal zunächst schlecht ist. and then the gospel comes to them and it creates two groups of people. Und dann empfangen sie sozusagen das Evangelium und das wiederum stellt zwei Klassen hervor. And the separation work begins. Und eine Arbeit der Trennung beginnt. And that's where this us is going to begin to be developed. Und hier fängt jetzt nun an, dass sich dieses Wir entwickelt. These are the Jews. Das hier sind die Juden. But there are also Jews here, Aber es gibt ebenfalls Juden, because the church is all Jewish, denn die Gemeinde sind ja nur Juden, that go onto this side, onto the them side. die auf die anderen Seite, die anderen gehen. And in the world, Und in der Welt, which is all full of Gentiles, die voller Heiden ist, you have these Gentiles who remain where they are, da hast du diese Heiden, die Heiden bleiben. but some Aber einige Einige schließen sich dem Wir an. This is all New Testament theology. Das ist die Theologie des Neuen Testaments. The creation of two groups. Das Herstellen von zwei Gruppen. When you conceptualize what's going on here, Wenn du das verstehst, was hier vonstatten geht, I'm hoping that you can see dann hoffe ich, dass ihr erkennen könnt, that's exactly what's happening here. dass das dasselbe ist, was hier passiert. These people Jene Leute, who are free, God's people, also jene Leute, Gottes Volk, welche frei sind, they go into prison. sie werden ins Gefängnis gebracht. These people, Die anderen, these Gentiles, die Heiden, who were in prison welche im Gefängnis waren, under sin, die unter der Sünde sind, oder they waren, come out sie kommen heraus into freedom. in die Freiheit. So you can see the story of the New Testament, Wir können also erkennen, dass die Geschichte im Neuen Testament or the history of Christ, the disciples, oder die Geschichte Jesu oder der Jünger prefigures or is a parable ist sozusagen ein Gleichnis oder schattet voraus or a parallel oder sie ist parallel of what's going to happen at the end of the world. zu dem, was am Ende der Welt geschieht. So when you start thinking about juxtapositioning of parables, Wenn wir also über diese Gegenüberstellung und Gleichnisse nachdenken, we therefore say sagen wir, that the history of Christ, dass die Geschichte von Jesu the disciples, depending on how you want to word it, oder die Geschichte der Jünger, je nachdem wie du es nennen willst, parallels eine Parallele the history at the end of the world zu der Geschichte am Ende der Welt ist, of the 144,000. welche wir die 144.000 nennen. And then at that simple level, it's all fine.
Auf diesem einfachen Gebiet ist das schön und gut. But what we can then do, Was wir dann aber tun können, once we can anchor these two histories together, wenn wir diese beiden Geschichten miteinander verbinden können so we can anchor one element, und wir ein Element sozusagen da jetzt betrachten können, similar to what we did here, und das ist relativ ähnlich, was wir hier getan haben, escape and come out. dieses Entfliehen und Herauskommen. Who's coming out? Wer kommt denn heraus? The people. Das Volk. Who escapes? Und wer entflieht? Edom. Edom. So they become connected. Also wird hier auch Edom mit ins Boot genommen. What are they coming out of Babylon? What are they escaping from prison? Sie kommen aus Babylon heraus oder sie kommen aus dem Gefängnis heraus. So you begin to match these two pictures, these two stories. So werden diese beiden Bilder sozusagen miteinander verschmolzen. Once you get a connection point. Sobald du eben diesen Ankerpunkt hast. Can you see how we've developed the connection point between the history of Christ and the history at the end of the world? Könnt ihr diesen Verbindungspunkt zwischen der Zeit Jesu und unserer Zeit der 144.000 sehen? What was the anchor verse that we're using? Was war denn dieser Verbindungsvers, den wir genutzt haben? Daniel 11 verse 41. Daniel 11, Vers 41. A group of people escape. Eine Gruppe von Menschen entflieht. And what's happening in the history of Christ here? Und was geschieht in der Geschichte von Jesu? He has already proven, You mean Paul? Paul, Paulus hat schon bewiesen, that everyone is under sin. dass sich jeder unter der Sünde befindet. So what do you need to do? Also, was musst du noch tun? Escape Du musst daraus entfliehen. from sin. Und zwar der Sünde entfliehen. And that's what these Gentiles did. They escaped. Und genau das haben diese Heiden getan. Sie sind entflohen. What did these Jews do? Was tun diese Juden? They escaped as well. Sie sind auch entflohen. So there's this story that becomes quite complex now, Also wir haben jetzt diese Geschichte, die immer komplexer wird. because what we're shown here Denn was uns hier aufgezeigt wurde, are two experiences, sind zwei Erfahrungen. and I've just overlaid them one on top of the other. Und wir haben sie sozusagen übereinander gelegt. Jews and Gentiles. Die Juden und die Heiden. But we know Wir wissen jedoch, from either this model dass entweder von dieser Modell or the model of Jesus' history, oder dem Modell, das wir in Jesu Geschichte sehen, which are the same history really, the same model, grundlegend ist es das Gleiche. because what is this history here? 27 to 34, Was ist denn die Zeit von 27 bis 34 nach Christus? 4 BC to 27, Oder 4 vor Christus bis 27? and then 27 to 31. Oder 27 bis 31? This is all this history here, the history of Christ, is it not? Das ist alles die Geschichte Jesu, nicht wahr? And then after 34, Und nach 34 nach Christus, we could go to 66 and 70. dann könnten wir zum Jahr 66 nach Christus und 70 nach Christus gehen. So all of this history Also diese ganze Geschichte is the history of Christ. ist die Geschichte Jesu. So when I drew it like this, Als ich es nun, wie hier dargestellt, aufgemalt habe, I just did it conceptually. dann habe ich es einfach nur mit dem gleichen Gedankengut oder mit der gleichen Idee aufgemalt. The Jews and the Gentiles both escape. Die Juden als auch die Heiden sind beide entflohen. There's no framework of sequencing. Hier ist kein Rahmenwerk, der des Fortschritts beinhaltet. Who came first and who came second? It doesn't show us in this model. In diesem Modell wird nicht aufgezeigt, wer zuerst oder wer zuletzt entflohen ist. You have to go to different models to show the sequencing. Dafür musst du ein anderes Modell betrachten, um die Reihenfolge sozusagen aufzuzeigen. We already did that. Das haben wir bereits getan. Daniel 8:14, 2,300 days. Durch Daniel 8,14, 2300 Tage. 490 for the Jews, 490 für die Juden, 1,810 for the Gentiles. 1810 für die Heiden. So we can see first the church, then the world. Wir sehen also erst die Gemeinde, dann die Welt. First the Jews, Zuerst die Juden, then the Gentiles. dann die Heiden. Alpha and Omega. Alpha und Omega.
So we can not only see conceptually what happens, we can see the sequencing of how that happens. Also wir können nicht nur sehen, was überhaupt passiert, sondern wir können auch noch die Reihenfolge von dem, was passiert, erkennen. And that becomes important when we start dealing with 11:41. Und das wird wichtig, wenn wir uns Daniel 11,41 annehmen. Let me show this in a different story. Ich möchte das jetzt nun in einer anderen Geschichte aufzeigen. If you go to the story of Noah, Lasst uns zur Geschichte von Noah gehen. we're going to see that Noah Dort werden wir sehen, dass Noah, it's going to take 120 years to build his ark. Noah brauchte 120 Jahre, seine Arche zu bauen. And once it's completed, Und als er sie fertigstellte, he's going to stand by the door dann steht er an der Tür and he's going to preach und dort predigt er. for the last time Predigt er zum allerletzten Mal to the people that he's been speaking to for 120 years. zu seiner Zuhörerschaft, beziehungsweise denen er schon 120 Jahre lang gepredigt hat. And then you know what happens? Und da wisst ihr ja, was dann passiert. Out of nowhere, suddenly, Dass auf einmal von irgendwoher, there's a noise and the sky goes dark dass der Himmel sich schwarz färbt und es Geräusche gibt and all these animals begin to come. und die ganzen Tiere zur Arche kommen. And they come clean and unclean. Und das sind reine und unreine Tiere. Unclean animals Unreine Tiere representing the Gentiles, repräsentieren die Heiden. clean animals Reine Tiere representing the Jews, repräsentieren die Juden. or we would say the church and the world. Oder anders gesagt, die Gemeinde und die Welt. Which one came first Wer kam zuerst in the story? in der wirklichen Geschichte? Doesn't tell you. Das wird uns nicht gesagt. Seems to indicate that they come at the same time, Es wird eigentlich eher impliziert, dass sie zur gleichen Zeit kommen, because the story denn die Geschichte showing us sequencing. Die Geschichte zeigt uns nicht die Reihenfolge auf. All it's showing Alles, was es aufzeigt, is the creation of the church in this model. es zeigt lediglich die Erschaffung der Gemeinde in diesem Modell auf. You need different information, Wir brauchen nun andere Informationen, another story to show sequencing. oder eine andere Geschichte, um die Reihenfolge aufzuzeigen. Just like for most of the New Testament, you can't see the sequencing. Und so ist es im Neuen Testament mit den meisten Dingen, dass man die Reihenfolge nicht sieht. Now you might be wondering, why all this information? What purpose does it serve? Du magst dich jetzt fragen, warum gibst du mir warum sagst du mir das alles? Was dient es dem? So that's the reason why we want to, why I've laid all this information as a foundation so that we can begin to understand a little bit more. Das ist hier eigentlich alles nur die Grundlage, um gewisse Dinge tiefer zu verstehen. About 11:41. Und zwar Daniel 11,41. In our last presentation, In der letzten Präsentation, after considering 11:41 and 18:4, nachdem wir uns über Daniel 11,41 und Offenbarung 18,4 Gedanken gemacht haben, I took you to Daniel chapter 2. sind wir zu Daniel 2 gegangen. We didn't read the chapter. I'm assuming that you have a reasonable working knowledge of it. Wir haben das Kapitel nicht gelesen, aber ich bin mir sicher, dass ihr eine gewisse Grundkenntnis über Daniel 2 habt. I suggested that you tabulate this chapter. Ich habe euch vorgeschlagen, dass ihr dieses Kapitel in eine Tabelle umschreibt. Vision on one column, explanation on the other column. Die Vision selbst in eine Spalte und die Auslegung in die andere Spalte. Hopefully you all did that in the break. Ich hoffe, dass ihr das alles in der Pause getan habt. Not really. I wanted to talk about Miller. The story. This just comes to my mind. Okay. I'm just reminding I should be doing something else as well. We just have lots of things to sort out. Sorry. Nope, it's good. So in Daniel 2, Also Daniel 2, you have the statue.
Da haben wir die Statue Hopefully that's all clear enough. und ich hoffe, dass das deutlich genug ist. And then it talks about a mountain. Und dort spricht es eben über einen Berg. Where's the mountain brought to view, by the way? Wo lesen wir über diesen Berg? In welchen, you mean the verses? Which verse? In welchen Versen lesen wir über den Berg? 35, someone said? Jemand sagte 35? Not 35. Nein, 35 ist es nicht. Let me ask the question in a different way. Ich möchte die Frage in einer anderen Art und Weise stellen. You have the vision. Also wir haben hier die Vision. Who has that vision? Wer hat denn diese Vision? Nebuchadnezzar. Nebukadnezar. Then you have an explanation. Dann gibt es eine Erklärung. And who gives that? Und wer gibt denn diese Erklärung? So this is Daniel and this is Nebuchadnezzar. Wir haben hier also Daniel als auch Nebukadnezar. He says you saw a statue and the head and the gold. He gives all of this dream. Also hier wird der Traum erzählt, die Statue und so weiter und so fort. And then Daniel begins to explain this vision. Und dann fängt Daniel an, diese Vision zu erklären. And as he begins to do this, Und während er dies tut, and people went to verse 35, haben einige von euch nun jetzt Vers 35 angebracht. it's not verse 35, Aber der Berg kommt nicht in Vers 35 vor, where you'd want to look would be verse 34. sondern der eigentliche Text ist Vers 34. Because we know the stone is cut out of the mountain. Denn wir wissen, dass der Stein aus dem Berg herausgeschnitten wird. It says in verse 34, you saw a stone that was cut out. In Vers 34 heißt es, dass es einen Stein gibt, der herausgeschnitten wurde oder losgerissen wurde. But it doesn't give the information of where it's cut out from, does it? Aber es wird uns nicht gesagt, wovon der Stein herausgeschnitten wird, nicht wahr? What you actually see, Was du hier erkennst, 11 verses later, dass 11 Verse später Daniel explains what Nebuchadnezzar saw. erklärt Daniel, was Nebukadnezar sah. Go to 45. Vers 45. 45 is in the section of the explanation. Vers 45 befindet sich in der rechten Spalte unter der Erklärung oder Auslegung. And that's the first time that you see the mountain being discussed. Dort können wir als zuallererst erkennen, dass es hier sich um den Berg handelt. So these verses are not structured in a sequential fashion. Wir sehen, dass diese Verse nicht einer genauen Reihenfolge folgen. That's why it's, I think, a good practice to lay these chapters out in a tabular form. Und deswegen glaube ich, ist es sehr gut, wenn man diese Verse in eine tabellarische Form bringt. So we have a stone cut out of a mountain, and we have the statue. Also wir haben den Stein, der aus dem Berg herausgeschnitten wird, und wir haben die Statue. We read verse 35, Wir haben auch Vers 35 gelesen and we saw that the stone hits the statue, und wir haben gesehen, dass der Stein die Statue trifft. destroys it, and it would become a pile of rubbish. Er zerstört sie und dann wird diese Statue nur noch zu einem Berg voller Schutt. Then the imagery changes. Dann ändert sich das Bild. It's the same story, but it's different imagery. Es ist die gleiche Geschichte, aber unter einem anderen Bild. It's going to explain this story in another way. Es erklärt diese Geschichte auf eine andere Art und Weise. And it's going to describe a threshing floor. Und uns wird hier eine Sommertenne beschrieben. And I'm assuming that we all know what a threshing floor is. Und ich nehme jetzt an, dass wir alle wissen, was eine Sommertenne ist. It's a place where you take the crop that was growing, Es ist ein Ort, wo du die Ernte hinbringst, which was then harvested, die geerntet wurde.
the kernels are separated from the stalk. Die Ähre wird von dem Halm getrennt. They're placed upon the floor and they're beaten. Es wird auf dem Boden ausgelegt und dann wird drauf eingeschlagen. And when you beat them, Und wenn du sie, während du drischst sozusagen, you end up with the kernel dann haben wir das Korn and the chaff. und die Spreu. There's the separation work that goes on. Das ist dieser Trennungsvorgang. Separation happens in 2 steps. Und diese Trennung wird in 2 Schritten vollbracht. First, the beating, Zuerst wird geschlagen and then what? und dann The wind. haben wir den Wind. First, the threshing instrument separates, and then the wind does the final work of separation. It's 2 steps. Zuerst das Dreschinstrument, was trennt, und dann übernimmt der Wind den restlichen Teil. So, what you cannot see in this story Was wir nicht in dieser Geschichte erkennen können, is that when this stone comes, ist, dass wenn dieser Stein herannaht, what does it do? was tut er da? It creates 2 groups of people. Er produziert oder bringt 2 Gruppen hervor. In this statue, there are good and bad people. In dieser Statue befinden sich gute als auch schlechte Menschen. We can see it here. Das können wir hier erkennen. We can see it here. Wir können es auch hier unten erkennen. We can see it here. Auch hier können wir es erkennen. So, the problem is you can't see it in this imagery. Wir können das aber in diesem Bild nicht erkennen. So we're going to have another story to show that imagery clearly. Und deswegen brauchen wir eine andere Geschichte, die uns dieses Bild deutlich darlegt. And I'm sure we can all understand this analogy. Und ich hoffe, dass wir die, was heißt das? Dass wir die Vorgehensweise hier erkennen können. So this wheat Also dieser Weizen becomes the people, Dieser Weizen wird zu diesen Leuten Edom, Moab and Ammon. oder zu Edom, Moab und Ammon. So I'll put that here. Also ich schreibe das hier hin. Hopefully we can all agree with that. Ich hoffe, dass ihr mir damit übereinstimmen könnt. What does the work of separation? Was vollbringt nun diese Trennungsarbeit? The threshing instrument, Das Dreschinstrument, the wind, der Wind, but in this story it's the stone. aber in der oberen Geschichte ist es eben der Stein. We're not going to discuss the wind. Wir behandeln den Wind jetzt nicht. Keep it simple. Wir wollen es einfach halten. So can we see that the stone Dass der Stein equals the threshing instrument? gleich dem Dreschwerkzeug ist. We all okay with that? Stimmt das? Hopefully that's relatively straightforward to see. Ich hoffe, dass das einfach zu sehen ist. But we want to look at this story here, Wir wollen aber uns diese obere Geschichte betrachten. and I'm asking what the stone is, Und ich hatte gefragt, was stellt diesen Stein dar? which is where we closed the last presentation. Da haben wir ja an der letzten Präsentation aufgehört. So what this is going to show us Was dies uns zeigt, is that symbols can have more than one meaning dass Symbole mehr als eine Bedeutung haben können. within the story. In einer Geschichte. So the stone Der Stein in this story in dieser vorhandenen Geschichte is the threshing instrument, ist das Dreschwerkzeug. but in this story it's not. Aber in dieser oberen Geschichte stellt er dies nicht dar. What would it be in this story? Was wäre es in dieser Geschichte? We discussed it yesterday. I just stated it as a fact. Ich habe das gestern einfach nur als einen Fakt dargestellt. So remember how you proof text, how you develop your models. Ihr müsst daran denken, wie ihr Belegtexten tut und wie ihr eure Modelle oder eure Strukturen entwickelt. We have a kingdom here, Wir haben hier ein Königreich. Satan's kingdom. Es ist Satans Königreich. Let's call it Babylon. Wir nennen das jetzt mal Babylon. What is being extracted or taken out or cut out of Babylon? Was wird aus Babylon herausgeschnitten oder herausgenommen?
Edom, Moab and Ammon, es ist Edom, Moab und Ammon my people, oder mein Volk or in Daniel 2, oder in der Sprache von Daniel 2 it's the wheat. wäre es der Weizen. Remember, it doesn't say wheat anywhere in that vision. Erinnert euch daran, dass in dieser Vision der Weizen überhaupt nicht vorkommt. So was that guesswork, War das jetzt hier einfach nur Rätselraten an assumption, oder eine Annahme? or proper Bible studying? Oder war das jetzt hier ein fundiertes Bibelstudium? You have to decide for yourselves Das musst du für dich selbst entscheiden. what you're prepared to believe or not believe. Auf was du vorbereitet bist zu glauben oder nicht zu glauben. My understanding is this is proper Bible study. Ich verstehe das als ein fundiertes Bibelstudium. So it's wheat that comes out of this statue, Also der Weizen, der hier aus dieser Statue herauskommt, and wheat is good. und Weizen stellt etwas Gutes dar. What comes out of the mountain? Was kommt aus dem Berg heraus? The stone. Der Stein. The stone is good. Auch der Stein ist gut. It's a white, pure stone. Es ist ein weißer, reiner Stein, Does a work for God. der für Gott arbeitet. So when you start paralleling these, Wenn du diese beiden nun parallel stellst, the stone comes out of the mountain kingdom, da kommt der Stein aus dem Königreich Gottes heraus. and what comes out of the statue kingdom? Und was kommt nun aus dem Königreich der Statue heraus? Wheat. Weizen. And the difficulty is Die Schwierigkeit hier ist nun, that wheat dass Weizen, is a separate imagery. Weizen ein zweites Bild, It's not even in the chapter. ein zweites Bild ist, das sich nicht einmal im Kapitel befindet. So you can't proof text any of that. Und somit kannst du das nicht einmal belegtexten. What's the rest of the mountain then? Da kam die Frage, was stellt dann nun den Rest, meinst du den eigentlichen Berg? Was stellt den eigentlichen Berg dann dar? So Ohne das, Without, without the part that has been taken out. if you remember, when we looked at verses 40, 41 and 42, wenn ihr euch daran erinnert, dass wir Verse 40, 41 und 42 angeschaut haben, what I said was ich da sagte, was that this was not a study of these verses. war, dass das nicht ein Studium dieser Verse ist. It was an observation of how to use the technique of parables when we read verses. Sondern es geht darum, welche Techniken wir nutzen, wenn wir diese Verse lesen. So we've looked at Daniel 2, Wir haben also hier Daniel 2 angeschaut. and it wasn't my purpose to look at Daniel 2 to explain everything in the chapter. Und mir ging es nicht darum, dass ich jetzt alles erkläre, was in Daniel 2 beschrieben ist. And my brother has asked, Und mein Bruder hat hier gefragt, this mountain, ja, what happens to it? was geschieht mit diesem Berg? Was that your question? What it is. What it is. Die Frage ist, was stellt es dar? So the mountain is the kingdom of God, Der Berg stellt das Königreich Gottes dar. and this is the kingdoms of the world, or Satan. Und die Statue ist Satans Königreich. Hopefully we agree with that. Ich hoffe, dass wir darüber miteinander einstimmen. So let's go with what we know. Also gehen wir mal damit, was wir wissen. If you're prepared to accept this rule, this principle, Wenn du bereit bist, diese Regel oder dieses Prinzip zu akzeptieren, part of the question is if you're going to ask, what is it? wenn du ein Teil deiner Frage ist, wenn du fragst, was ist es, Associated with that question is what happens to it? dann steht mit dieser Frage in Verbindung, was geschieht mit ihm. Because they're parallel stories. Denn das sind ja Geschichten, die parallel sind. Is this good? Ist das gut? Is this bad? Ist das schlecht? It is good and bad. By the time the wheat is separated from it, Also ist es gut oder schlecht zur Zeit, als es getrennt wurde? so what I've not done is taken you through a sequence of the chapter. Also was ich nicht getan habe, ist, dass ich euch durch den Fortschritt dieses Kapitels hindurchgetragen habe. So your question is not so simple to answer because it would depend upon at what stage you're asking that question. Somit ist deine Frage, die du stellst, nicht so einfach zu beantworten, weil es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt sozusagen du sie stellst. Because at the beginning,
these two don't exist. Denn zu Beginn des Kapitels existieren die gar nicht. So you ask the question either when they exist or when they don't exist. Somit fragst du eigentlich, wann existieren sie nicht. Either way, Entweder oder you still have to go through this logic. musst du entweder durch diese ganze Logik hindurchgehen. So when these two elements are within these kingdoms, Wenn diese beiden Elemente sich noch in dem Königreich befinden, you've got good and bad. dann hast du in beiden gut und schlecht. Once they're extracted out, Als die nach der Trennung, you know what you have here. dann weißt du, was du nur noch bei der Statue hast. It tells you Es wird dir mitgeteilt. chaff. Es ist die Spreu. So what you have here Und was du dann an dem Berg hast, is the equivalent of chaff, ist das Gegenüber von der Spreu, which was part of God's kingdom. was Teil von dem Volk Gottes ist. So this principle allows you to interrogate these verses and answer those types of questions. Entschuldigung, was Teil des Reiches Gottes ist. Und das hilft dir, die ganze Sache quasi zu untersuchen und zu studieren. I don't know if I answered your question well enough for you. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt gut genug beantwortet habe. Was that yes or War das ein, quite means a little bit? war das ein Ja oder ein bisschen? What's your question? No, it's fine. I mean, Okay. No, I can answer it directly. should not extend this further, but partially it's good. It's fine. It's good? It's his question. I'm just making sure that's what he said. Ja, If I didn't misunderstand. scheint so mal fürs Erste gestillt zu sein. I'm die not Frage. trying to avoid answering your question. Also ich möchte jetzt hier nicht deiner Frage ausweichen. No, it's fine. Okay, because I'll answer it more if you need. Extend it much further. Wenn, Okay. wenn du möchtest, kann ich da auch noch weiter drauf eingehen. Aber I will say this: also sagen wir wie folgt, that God's only got one kingdom. dass Gott nur ein Königreich hat. Again, if you study the chapter, Wenn wir dieses Kapitel studieren, it talks about this stone being the kingdom of God. dann redet es davon, dass dieser Stein Gottes Königreich ist. Because when it introduces the mountain, Denn als der Berg quasi in dem Kapitel vorgestellt it wurde, introduces it into the story when the stone is being cut out, and obviously once it's been cut out. dann kommt er zu einem Zeitpunkt, als der Stein schon herausgeschnitten war. So as this stone is separated from the mountain, Sobald der Stein vom Berg getrennt wurde, you begin to ask yourself the question, what is the kingdom of heaven and what is not the kingdom of heaven? dann fragst du dich, okay, was ist jetzt das Königreich Gottes oder des Himmels und was nicht? If God only has one kingdom. Wenn Gott nur ein Königreich hat. Because here, you've got the us and the them. Hier haben wir das Wir und die anderen. So you'd want to know, Somit möchten wir wissen, where would the mountain and where would the statue go? was mit dem Berg oder mit der Statue passiert. Not a coincidence Es ist kein Zufall, that we have 1, 2, 3, 4 elements, dass wir hier 4 Elemente sozusagen haben. and you've got 1, 2, 3, 4 elements. Und dass wir auch hier 4 Elemente haben. I'm sure even the least experienced of us could get these 4 and line them up with these 4. Ich bin mir sicher, dass selbst diejenigen, die am allerwenigsten Übung haben, die beiden Punkte oder Elemente die 4 Elemente jeweils zueinander zuordnen könnten. It would not be a difficult task to do that. Das wäre nicht so schwierig, das zu tun. And I think perhaps that would answer the missing bits Und das beantwortet Of your- eventuell question. den Rest deiner Frage. So when we come to Daniel 11 verse 41 Gehen wir zurück zu Daniel 11,41 and we start considering how we're going to parallel these different stories together, und wir darüber nachdenken, wie wir diese verschiedenen Geschichten zueinander parallel stellen können, which comes back to, I think, my brother's question. dann kommen wir eigentlich zurück zu der Frage meines Bruders. What about this mountain
Was nun mit diesem Berg? Because we know after the stone hits the statue, Denn wir wissen, nachdem der Stein die Statue getroffen hat destroying it, und sie zerstörte, what happens? was geschieht dann? If you go to verse 35, it tells you In Vers 35 wird uns das ja berichtet. it's the last part of the verse. Dort ist es der letzte Teil des Verses. It says, and the wind carried them away, and then it's the last part after that. Also der Wind verwehte es, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. So this stone, Der Stein, after it destroys the statue, nachdem er die Statue zerstörte, continues on fährt fort and grows into a mountain. und wird zu einem großen Berg. So it was in a mountain, it gets cut out of the mountain, destroys the statue, and then itself becomes another mountain. Also der Stein war in dem Berg, wurde herausgetrennt, zerstört die Statue und wird selbst zu einem anderen großen Berg. If you do a study Wenn ihr das studiert, on mountains, wenn ihr ein Studium über den Berg macht, you can show that a mountain equals a kingdom. dann wisst ihr, dass ein Berg für ein Königreich steht. So this is the kingdom of heaven Dann wisst ihr, das hier ist das Königreich Gottes, before it's grown into a mountain. bevor es zu einem Berg wird. When we looked at 1141, Daniel 11,41, the suggestion was that this is Adventism, da wurde der Vorschlag gemacht, dass es sich hier um den Adventismus handelt. and this is God's people that come out. Und dass es sich um Gottes Volk handelt, welches herauskommt. But the question is, when we talk about Adventism, Die Frage ist doch, wenn wir über den Adventismus sprechen, what do we mean? was meinen wir damit? Are we all Adventists in this room? Ist jeder von uns hier Adventist in diesem Raum? What kind of Adventist are we? Welche Art von Adventisten sind wir denn? Are we us or them Adventists? Sind wir Adventisten oder die anderen Adventisten? Are we these kind of Adventists or these kind of Sind wir Adventists? die Steinadventisten oder die Bergadventisten? So that's what we want to think about. Denkt darüber nach. So most people in the room are saying they identify with this group. Also die meisten von euch haben sich jetzt mit dieser Gruppe identifiziert. People have said, this is us Leute sagen, das sind die wir and this is them. und das sind die anderen. But we're all Adventists. Aber wir sind doch alle Adventisten. So my question to you, Meine Frage an euch, when we go to 1141 wenn wir zurück zu Daniel 11,41 gehen and we look at the issue of the doctrines, und wir uns der Thematik mit den Lehren we look widmen at the subject of escaping and being overthrown, und wir uns die Thematik des Unterwerfens und des Entfliehens betrachten, of freedom and prison, der Freiheit und des Gefängnisses. if this here, the people who have escaped, Ja. not if, who are they? Wer sind denn diese Leute, die entfliehen? In Daniel 2, In Daniel 2. in Daniel 2, what's the imagery or the Welches, symbol of this group here, Edom, Moab and Ammon? welches Symbol wird denn in Daniel 2 oder Bild benutzt für Edom, Moab und Ammon? Some people say statue, some people say stone, It was wheat. and Also some people say wheat. So Manche sagen Weizen, manche sagen Stein, manche sagen die Statue. we've got three different Also answers. wir haben 3 unterschiedliche Möglichkeiten. So if we were going to do this properly, we'd have to stop, go all the way back to the beginning Also wenn wir das jetzt and hier redo it richtig machen müssten, müssten wir hier unterbrechen und alles von vorne nochmal machen. so that everyone gets on the same page
through their own understanding. damit jeder in seinem eigenen Verständnis zum gleichen Ergebnis kommt. Because it was only a few minutes ago, Denn erst vor ein paar Minuten, those statue and stone people da waren diese Leute der Statue und die Leute des Steins. let me do this. Edom, Moab, and Ammon, the people, equals the wheat. And no one objected. I didn't get your thought, sorry. Edom, Moab, and Ammon, the people, equals the wheat. So, Edom, Moab und Ammon stehen für den Weizen. So when I ask the question, people say it's something else. Als ich nun die Frage stellte und dann die Leute sagten, oh, das ist jemand anderes, I'm obviously doing something wrong in my teaching. da mache ich wohl offensichtlich etwas falsch in meinem Stil, wie ich predige. Because you all should have said wheat. Denn jeder von euch hätte sagen sollen, Weizen. So if now we can do that, this is the wheat. Also, wenn wir das tun können, dann geht es hier um Weizen. So who is this group here? The ones that are overthrown. Wer stellt die Gruppe dar, die unterjocht werden? Is it them Sind es die anderen or us? oder sind es die wir? She says we, The us? the us, ja. So some people say the us and some people say the them. Also einige sagen die uns, also die wir, und die anderen sagen die anderen. So at least we're in the right ballpark. Zumindest sind wir schon mal auf der richtigen Seite So der Tafel. I find it interesting that we come up with different answers because it's all about the approach. Ich finde es sehr interessant, dass wir hier zu unterschiedlichen Antworten kommen, weil es geht um die Herangehensweise. Or maybe the ideas that we've come to this study with. Oder vielleicht auch mit unseren, you mean preconceived ideas? Oder vielleicht auch mit unseren vorgefassten Meinungen. I didn't want to say preconceived because it sounds offensive. So that's why I said it. Preconceived ideas. If we're going to parallel this properly, Also wenn wir das hier korrekt zueinander parallel stellen wollen and you agree with this parallel and this one, und ihr mit diesen beiden Gleichungen übereinstimmt, then if the wheat is this group dann ist es so, wenn der Weizen diese Gruppe darstellt and this group parallels this group, und die eine Gruppe nun die andere darstellt, why would this group not be the stone? warum sollte dann diese unterworfene Gruppe nicht den Stein darstellen? Why would you make it the mountain Warum wollt ihr sie denn dann den Berg for all those Machen. mountain people? für all diejenigen, die für den Berg gestimmt haben? Why would you not make it the stone? Warum wollt ihr es den Berg machen und nicht den Stein? Let me guess. Lasst mich raten. You don't want to make it the stone Der Grund, warum ihr es den Stein machen wollt, because in Daniel 2, aber der Grund, warum ihr es nicht den Stein machen wollt, ist, weil in Daniel 2 you don't have any information ihr keinerlei Information that says there's something bad about this stone. darüber habt, dass es irgendetwas Schlechtes in diesem Stein gibt. Because the stone looks all good Denn dieser Stein sieht ja so toll aus. and these are bad. Und die sind ja die Schlimmen. Well, they become bad. Na, die werden schlimm. And because your information is not in Daniel 2, Und da diese Info nicht in Daniel 2 zu finden ist, you can come to the place in your thinking da könntest du in deinem Gedankengang an den Punkt kommen, that this must be this horrible mountain here. dass das ja dieser schlimme Berg sein muss. And if you do that, Und wenn du das tust, as my sister points out, wie meine Schwester bemerkte, you're breaking these rules that we're developing. dann brechen wir die Regeln, die wir aufgestellt haben. Because the rules would indicate this has to be the stone, Denn die Regeln würden nahelegen, dass es sich um den Stein handeln müsste, which may seem counterintuitive to us. was eine harte Nuss für uns ist. This is part of the problem when we start using rules. Das ist Teil des Problems, wenn wir anfangen, die Regeln zu verwenden. If you get to an answer you don't like, Wenn du an einen Punkt kommst, wo du eine Antwort bekommst, die dir nicht passt, doesn't feel good die sich nicht gut anfühlt, because of our past training, auf Grundlage unserer vergangenen Ausbildung, maybe our preconceived ideas, vielleicht auch unsere vorgefassten Meinungen, you tend to want to throw those rules away. dann sind wir dazu geneigt, diese Regeln beiseite zu tun. So I want to suggest, Deswegen schlage ich vor, before you start
getting into a fight dass bevor man jetzt nun anfängt, sich gewissen Diskussionen auszusetzen, with the scriptures, und zwar mit der Bibel, you practice the rules dass wir zunächst einmal die Regeln ein bisschen trainieren, so that you don't lose the fight. damit man den Kampf oder dann nicht verliert. The problem is we're sort of practicing in public, Das Problem ist aber, dass wir quasi öffentlich trainieren. so it gets a bit embarrassing if you make a mistake. I appreciate that. Deswegen, und ich weiß das, kann es ein bisschen peinlich werden, wenn man Fehler macht. It is not that easy to trust the rules if you're not familiar with them. Wenn man mit den Regeln nicht vertraut ist, ist es nicht so einfach, sich auf die Regeln zu stützen. Now the problem is, Das Problem dabei, if I showed you wenn ich euch aufzeige, through a crutch, a help, wenn ich euch durch eine Krücke oder durch einen Helfer aufzeige, also, zum Beispiel das Wort auch first fruit, oder Erstlingsfrucht, the south, the countries Egypt. der Süden, die Länder Ägypten, If I showed you through some other words or some other passages wenn ich euch durch einige andere Wörter oder durch einige andere Bibelstellen that you could expect to see, aufzeige, dass wir erwarten können, there are people dass es Leute oder Menschen gibt in this stone in diesem Stein, who don't look so white as you might think, die nicht so weiß und schön aussehen, wie du vielleicht denkst. then you might say, Dann bist du vielleicht geneigt zu sagen, okay, it can be the stone then, okay, es kann nicht der Stein sein, because you've shown me an example of that. weil du mir kein Beispiel davon gezeigt hast. The problem that you're going to be confronted with, Mit dem Problem, mit dem du dich befassen musst, you may not have an explanation every single time. ist, dass du eventuell nicht jedes Mal eine Erklärung dafür hast, When you come to a problem. wenn du eben zu einem Problem kommst. So, my sister says, this is the stone. Meine Schwester schlug vor, dass es sich hier um den Stein handelt. Because she's just using parables to define that. Denn sie hat Gleichnisse benutzt, um dies zu definieren. What she's not doing Was sie nicht tut, is doing what feels right. sie tut nicht das, was sich richtig anfühlt. My sister over there Meine Schwester auf der anderen Seite, says it feels right that it's this horrible thing. sie sagt, es fühlt sich korrekt an, dass es dieses schreckliche Ding sein muss. Not this bright, pure, glorious stone. Nicht dieser herrliche, glorreiche, schöne Stein. These things might seem trivial, Trivial. unimportant, Das mag jetzt hier unwichtig erscheinen, but I want to suggest they're of vital importance aber ich denke, dass es von größter Wichtigkeit ist. because they explain Denn sie erklären not only the past, nicht nur die but the Vergangenheit, future. sondern auch die Zukunft. Let me try and do that. Versuchen wir das. If you see something happening in front of you, Wenn du etwas mitbekommst oder erkennst, dass irgendetwas direkt vor dir passiert, you want to try and explain why it's happening. dann möchtest du doch versuchen zu erklären, warum das passiert. And the more accurate we can be in our explanation, Und je genauer wir in unserem Erklärungsversuch sind, the more certain that we will be that we're correct. desto sicherer können wir doch sein, dass wir korrekt liegen. If you remember, Erinnert euch, we did verse 41, dass wir haben Vers 41 angeschaut, is the inflection point, dass er quasi die Spiegelachse ist the turning point oder der Wendepunkt between what? zwischen was? 40 Zwischen 40 and 42. und 42. We're in this history. Wo in dieser Geschichte? And so what we're going to see is parallels in our history to this history.
Say that again. We're going to see parallels in this Okay. history with this history. Also wir werden Parallelen in der vorangehenden Geschichte, in der künftigen Geschichte erkennen. I'll do it like this. Und ich male hier diese Gleichheitszeichen auf. I'm going to take a big jump. Und jetzt mache ich einen großen Sprung. We have not discussed fractals. Wir haben die Fraktale nicht betrachtet. We've not discussed how we create waymarks. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie man Wegmarken erstellt. But I'm saying that this history looks like this history. Aber ich sage, dass die vordere Geschichte der nachfolgenden Geschichte dass sie gleich aussehen. This history here is the Sunday law history. Und das ist die Geschichte des Sonntagsgesetzes. So I'm saying, Und somit sage ich, what must you have here? was müssen wir hier haben? Sunday law history. Es muss genauso aussehen wie zur Sonntagsgesetzzeit. We'll put in quotation marks. Das setzen wir jetzt in Anführungszeichen. Has characteristics or properties. Es hat ähnliche Eigenschaften. It's not the Sunday law, Es ist nicht das Sonntagsgesetz, but it has properties connected to it. aber es hat ähnliche Eigenschaften, die im Zusammenhang damit stehen. We're in the history Wir befinden uns zu der Zeit, of the Sunday law because it's a period of time. wir befinden uns zur Zeit des Sonntagsgesetzes, welches eine Zeitdauer darstellt. What have we learned, Was, if my sister's correct, was haben wir gelernt, sofern meine Schwester richtig liegt? that's going to happen in the Sunday law history? Dass zur Zeit des Sonntagsgesetzes stattfindet. What I've done deceptively Was ich jetzt hier unterschwellig getan habe, is I've made verse 41 a point, dass ich Vers 41 zu einem Punkt gemacht habe. but 41 is a period of time as well. Aber 41 ist nicht nur ein Punkt, sondern auch eine Zeitperiode. So when I said 1141, Als ich Daniel 11:41 sagte the doctrines, und die Doktrine erwähnte, Sabbath and Sunday issue, die Sache mit Sonntag und Sabbat, we're talking about this history here, dann sprechen wir in Wirklichkeit über diese Geschichte da. but it's contained in the verse 41. Aber sie ist in dem Vers 41 enthalten. So don't let that trouble you. Ich hoffe nicht, dass euch das jetzt ablenkt. In the history of the Sunday law here, In der Geschichte des Sonntagsgesetzes, what are we expecting to see? von was erwarten wir denn, was wir zu der Zeit sehen werden? What are we expecting to see? Was erwarten wir, dass wir vorfinden werden? Someone escaping Jemand entflieht because of a separation that's going on here. auf Grundlage einer Trennung, die vonstatten geht. You said, come out, Es hieß, komm heraus, separate. trennt euch. So we see an escaping. Somit sehen wir ein Entfliehen. What else? Was noch? An overthrowing. Und wir werden auch ein Unterjochen sehen. So what should we expect to see here? Von was müssen wir also ausgehen, dass wir zuvor erkennen? The same. Dasselbe. And this would also be Und das in this period of the Sunday law. würde auch zur Zeitperiode des Sonntagsgesetzes stattfinden. Now this is a very simplistic way of approaching this problem. Also wir gehen jetzt an diese Problematik auf sehr einfache Art und Weise heran. But what we want to see Aber was wir erkennen möchten, is that someone in this history, dass irgendwo in dieser Zeitperiode, what's going to happen to them? was geschieht da mit ihnen? They're going to be overthrown. Dass sie unterjocht werden. What does it necessitate if you're overthrown? Was bedarf es dazu, dass du unterjocht wirst? If I'm here Wenn ich hier stehe and I'm going to be overthrown there, und ich hier quasi stolper oder unterjocht werde, what does that necessitate my situation was back here? welchen Rückschluss kann ich auf meine Situation hier hinten schließen? What condition was I in? In welchem Zustand war ich hier hinten? Good, Ich war in einem guten Zustand, because I'm overthrown,
Denn ich bin unterjocht worden. which means before that Das impliziert, dass ich vorher I was free. frei war. So we have to develop a model Deswegen müssen wir ein Modell entwickeln, that someone here dass irgendjemand zu diesem Zeitpunkt is free, frei ist. and what's going to happen to them? Und was geschieht mit ihnen? They're going to be overthrown. Sie werden unterjocht werden. In a similar history, Zur gleichen Zeit someone who was in prison will be made free. wird jemand, der im Gefängnis war, befreit. They're going to swap places. Also sie tauschen sozusagen die Plätze. For those of us who are familiar with this message, Für jene, die mit dieser Botschaft vertraut sind, and allow me to jump some steps forward, gestattet mir bitte einige Schritte oder ein bisschen nach vorne zu springen. because I can't explain this Ich kann das jetzt nicht erklären. without stopping and laying out a lot of history. Ich kann das jetzt nicht erklären, ohne jetzt hier zu unterbrechen und einiges zu erklären. When we go to the beginning of this story, Wenn wir zurück an den Anfang dieser Geschichte gehen, and I'll do it like this, und das male ich wie folgt auf. it's all still part of verse 40. Also es geht hier immer noch um Vers 40. I'm suggesting So sage ich, that we're in this condition. dass wir uns in diesem Zustand befinden. Everyone Jeder in the church in der Gemeinde is in a mess. befindet sich in einem schlechten Zustand. If you can agree, Wenn du dem zustimmen kannst, this is the church and this is the world. dann ist das erste die Gemeinde und das zweite die Welt. First the church, then the world. Erst die Gemeinde, dann die Welt. We okay with that? Ist das soweit in Ordnung? So this is the experience of the church, this is the experience of the world. Das ist die Erfahrung der Gemeinde und die Erfahrung der Welt. In the church, In der Gemeinde, what's the condition of everyone? wie ist denn der Zustand von jedem in der Gemeinde? We're all under sin. Wir alle befinden uns unter der Sünde. What's going to happen to some people? Und was geschieht mit einigen? They're going to come out of sin. Sie entfliehen der Sünde. Some people will Und einige werden remain in sin. in der Sünde verweilen. The us Die wir and the them. und die anderen. Jews. Die Juden, Adventist. beides Juden, beides Adventisten. So one group are going to be freed. Also einige werden befreit. What's going to happen to those people who are freed? Was geschieht mit jenen, die befreit werden? They're going to be overthrown. What's going to happen with the people who are freed? Yes. Means who are... Who are free? Also Entschuldigung, habe ich falsch translated wrong. Was passiert mit denen, die frei waren? Sie werden unterjocht. So the people who are free Die Leute, die frei sind, are going to be overthrown. die werden unterjocht werden. Long before the Sunday law. Und zwar schon lange vor dem Sonntagsgesetz. How do you get free? Wie wirst du denn nun frei? How do you get cut out of this mountain? Wie wirst du denn aus diesem Berg herausgeschnitten? We'll try and cover this in a later presentation, Wir versuchen das in einer weiteren Präsentation zu behandeln, but we'll answer it simply. aber eine einfache Antwort dazu. What cuts you out of this mountain Was schneidet dich aus diesem Berg heraus? is the everlasting gospel, Es ist das ewige Evangelium. because you're in sin. Denn du befindest dich unter Sünde. To be free from sin Um der Sünde zu entfliehen, requires the gospel. bedarf es das Evangelium. And what is the gospel? Was ist das Evangelium? It's the three angels' Es messages. sind die 3 Engelsbotschaften. So there's a message that cuts you out. Es ist also eine Botschaft, die dich heraustrennt. Hopefully that's reasonable for your understanding. Ich hoffe, dass das verständlich ist für euch. So who has been cut out of this mountain with a message which is the everlasting gospel, the three angels' messages? Who is that? Wer ist denn derjenige, der aus diesem Stein durch die dreifache Engelsbotschaft oder das Evangelium herausgeschnitten wurde? Is it us or them? Sind es die oder sind das wir? It's us. Das sind wir. So we've been cut out, Also wir sind also herausgeschnitten worden. which means we're Das bedeutet, wir sind free.
Wir sind frei. So now we're free Wir sind also frei. in this message, in this Wir movement. sind also in dieser Bewegung frei. What do you expect to see before the Sunday law? Was erwartest du denn, dass du jetzt nun vor dem Sonntagsgesetz siehst? Many Viele shall be overthrown. sollen unterjocht werden. So do we know Wissen wir people oder kennen wir Leute, who are free, die frei sind, who had been cut out of this mountain, die aus diesem Berg herausgeschnitten wurden, but were now overthrown? die aber nun unterjocht wurden? Everyone in this room knows people Jeder in diesem Raum kennt solche Leute, who used to be with us die mit uns unterwegs waren and are no longer with us. und die nicht länger mit uns verweilen. In the same history, Zur gleichen Zeit there are others gibt es who andere, are going to escape. die entfliehen. And as they escape, Und während sie entfliehen, come out of prison. sie also aus diesem Gefängnis What's herauskommen. prison? Was war das Gefängnis nochmal? Babylonian Das doctrines. waren diese babylonischen Lehren. And they're going to come and join this movement. Und sie werden kommen und sich dieser Bewegung anschließen. This is the church. Das ist die Gemeinde. Is our church holding on to Babylonian doctrines? Verweilt unsere Gemeinde denn in babylonischen Lehren? Don't listen to these conservative, erroneous theories. Bitte hört nicht auf diese ironischen oder diesem konservativen Gedankengut. Our church is not keeping Sunday. Unsere Gemeinde hält nicht den Sonntag. We're not into spiritualism. Wir sind auch nicht mit dem Spiritismus verheiratet. Our problem Unser Problem, is we don't know the time of our visitation. wir kennen die Zeit unserer Heimsuchung nicht. And that is a papal doctrine. Und das ist eine päpstliche Doktrine. So, these people who are freed Die Leute, die also frei sind, are going to be overthrown. werden unterjocht. And those people are, at the same time, there are other people who are going to escape. Und zur gleichen Zeit gibt es andere Leute, die entfliehen werden. So, when we take this and bring it into this history, Wenn wir also das nun nehmen und in die andere Geschichte übertragen, those people who escaped, dann sind die Leute, die entflohen sind, what condition are they now in? in welchem Zustand befinden sie sich? They're free. Sie sind frei. You come to the Sunday law, Und jetzt kommst du zum Sonntagsgesetz those free people, und so sind diese befreiten Menschen, many of them, viele von ihnen, what's going to happen to them? was passiert mit vielen? They will be overthrown. Sie werden unterjocht werden. If you are overthrown in this history, Wenn du unterjocht wirst in der vorangehenden Geschichte, how can you be overthrown in this history? wie kannst du dann unterjocht werden in der folgenden Geschichte? Because you're already overthrown. Du bist ja schon unterjocht worden. So, this methodology Also diese Methodik can show us kann uns aufzeigen, not only what happens in the past, but what's going to happen in the future. diese Methodik kann uns nicht nur aufzeigen, was in der Zukunft passiert, sondern auch das, was in der Vergangenheit passiert ist. So I want us to really think about Ich möchte also, dass wir da wirklich drüber nachdenken, how parable teaching works. wie das Lehren in Gleichnissen funktioniert. And let me read a passage to you. Lesen wir eine Passage in der Bibel. It's taken from the Great Controversy. Im Geist der Weissagung. (608) paragraph 2. Great Controversy, page 608, paragraph 2. Großer Kampf, Seite 608, zweiter Absatz, Quellenangabe immer in Englisch. Kapitel 38. Just open the chapter. Great Controversy, page 608, paragraph 2.
It's chapter 38, depending on how you locate. I'm trying to translate it this way, I don't find it. Can't find it. In German. Sounds called different in German, the great controversy. Oh, it doesn't have the Here, chapter titles. 38. Okay, and now we are, is it in the It's beginning? about 5 pages down. Begins in 608. And the paragraph starts as the storm approaches. That's a little bit. Huh? 609. 6? 609, okay. Point 1. Yeah. How do you know? Good. So we're just going to read the first half of the paragraph. Also wir lesen nur den ersten Abschnitt des Paragraphen. So it ends there. Okay. Also im Deutschen ist es jetzt großer Kampf 609 erster Absatz. Das ist die deutsche Angabe. Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Indem sie sich mit der Welt vereinigen und an ihrem Geist teilhaben, kommen sie dahin, die Dinge in nahezu dem gleichen Licht zu betrachten wie die Welt. Und wenn die Prüfung an sie herantritt, wählen sie die leichte, allseits beliebte Seite. So we've already read the first half of the paragraph. Also wir haben jetzt hier nur den ersten Teil des Abschnitts gelesen. When we start using Spirit of Prophecy quotes like this, Wenn wir anfangen, auf diese Art und Weise an den Geist der Weissagung heranzugehen, you have to put a different hat on. You have to start approaching things in a different way. dann muss man quasi eine andere Mütze aufziehen und anfangen, die Dinge ein bisschen anders zu betrachten. We're not using these methods and rules now. Wir nutzen jetzt hier nicht diese Methoden und diese Regeln. Now we have to start trying to understand what does Ellen White mean, what's she referring to when she talks about this scenario. Jetzt müssen wir verstehen, in welchem Umstand, zu welchem Umstand schreibt Ellen White das hier, was ist der Kontext. We have to read very carefully. Wir müssen sehr sorgsam lesen Sometimes we can make mistakes. und manchmal können wir auch Fehler machen. So the story is this. Also die Geschichte ist wie folgt, There are people who have been preaching the third angel's message, dass es Menschen gibt, die die dritte Engelsbotschaft predigen. and these people have not been sanctified. Und diese Menschen wurden nicht geheiligt. So they preach the third message, but it hasn't changed them. Sie haben die dreifache Engelsbotschaft gepredigt, aber sie selber hat es nicht verändert. And they're going to abandon their position, Und sie werden ihre Position sozusagen aufgeben. and they're going to join the ranks of the enemy. Und sie werden sich den Reihen des Feindes anschließen. That's code word for going to prison. Das ist unser Schlüsselwort für ins Gefängnis gehen. We know that because they're going to unite with the world. Wir wissen das, denn sie werden sich mit der Welt vereinigen. Now, all of this movement Also die ganze Bewegung, is going to happen as they see the storm approaching. die ganze Bewegung findet sozusagen statt, während der Sturm herannaht. So the key to unlocking this Also der Schlüssel nun, um das hier aufzuschließen, is understanding what the storm is. ist zu verstehen, was dieser Sturm darstellt. And to do that, you have to apply certain techniques to interrogate this, what we're reading. Um das zu verstehen, müssen wir gewisse Techniken anwenden, um herauszufinden, was hier gemeint ist. You have to look at the context of the chapter, the context of the paragraph, and the paragraphs that precede and follow. Du musst dir zunächst den Kontext des ganzen Kapitels anschauen, dann den Kontext des Abschnitts und dann den vorherigen und den nachfolgenden Absatz lesen. So we've got the paragraph. Also wir haben hier den Absatz.
We have to check the paragraph before and after. Wir müssen den Paragraph, der voranging und der folgt, lesen. We've got the chapter. Wir haben das ganze Kapitel We have to look at the chapter before and after. und auch bei dem Kapitel das Vorangehende, das Nachfolgende betrachten. And then we have to read the sentences carefully. Und dann müssen wir auch noch die Sätze sorgsam lesen. We may have to bring additional information in. Und wir müssen eventuell auch Zusatzinformationen zu Rate ziehen. So I don't know if any of you have looked at this before. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals betrachtet habt. I'm saying Ich sage, that the storm dass der Sturm is not what some people think, the Nicht- Sunday law, ist nicht, was einige von euch denken mögen, nämlich das Sonntagsgesetz, but it's the time of trouble. sondern es ist die Zeit der Trübsal. Jacob's time of trouble, Die Trübsal, die Zeit der Angst in Jakob. or the 7 plus plagues. Oder die Zeit der 7 Plagen. So that's the storm that's coming. Also das ist dieser Sturm, der herannaht. They anticipate this, Das wird übertragen. and they're going to abandon their position. Anticipate. They see it coming. Achso, sie sehen den Sturm herankommen und wechseln dann die Seiten. So I'm going to say that they leave, abandon, Also sie verlassen ihren Ort in the time period of the Sunday law. zur Zeit des Sonntagsgesetzes. So they abandon their position here, Also hier, abandon, leave. ja, sie verlassen ihren Ort zu dieser Zeitperiode. And they're going to leave their position here. Und genauso werden sie ihre Position zuvor verlassen. And all this is going to happen during the period of the Sunday law. Und das alles geschieht zur Zeit des Sonntagsgesetzes. So the reason why this becomes significant Der Grund, warum dies nun wichtig wird, is when we start looking at this history before the Sunday law, before verse 41, ist, repeat that, as we look at this history of verse 40, which is before the Sunday law in verse 41, wenn wir uns Vers 40 anschauen, welche vor dem Sonntagsgesetz Vers 41 ist, when we take verse 40, und jetzt nehmen wir Vers 40, which began in 1989, welcher 1989 stattfand, and we start dealing with the sin problem, und wir da anfingen, uns mit dem Problem der Sünde auseinanderzusetzen, people are freed, die Menschen wurden befreit, then we get to the Sunday law. und dann kommen wir zum Sonntagsgesetz, That Sunday law und dieses Sonntagsgesetz can be demonstrated to be 2014. kann dargestellt werden als 2014. And without going further on, Und jetzt wollen wir nicht weitergehen. what I want us to see, Was ich sehen möchte ist, if I put Sunday law here, wenn ich hier das Sonntagsgesetz hinschreibe, this explains dann erklärt dies, why many warum viele have been overthrown unterjocht wurden since 2014. seit 2014. And they've been overthrown from where? Von wo aus wurden sie denn unterjocht? From this movement, Sie wurden von dieser Bewegung unterjocht, not from the church. nicht von der Gemeinde. Was that me or him who did something? The translation wasn't. Die da ist. I think they I'll say it again. movement. Yeah, so they're not part of the movement anymore. So they're taken out of the movement. So I'll repeat what I said. God's church is in a sin problem. Also ich wiederhole nochmal, was ich gesagt habe. Gottes Volk hat das Problem der Sünde. People come out of that condition. Und Menschen kommen nun aus diesem Zustand heraus. They're cut out Sie werden herausgeschnitten through a message durch eine Botschaft, which we call the everlasting gospel. welche wir das ewige Evangelium nennen. Then Dann many of those people that were cut out, werden viele von denjenigen, die herausgeschnitten wurden, who are part of this movement, die Teil dieser Bewegung sind, from 2014 onward, ab 2014, which is the Sunday law period, welche das Sonntagsgesetz darstellt, in the history of verse 40, zur Zeit des Vers 40, those freed people are overthrown. werden diese befreiten Leute unterjocht. At the same time, Zur gleichen Zeit God's people, Edom, Moab, and Ammon, wird Gottes Volk, Edom, Moab und Ammon, escape.
entfliehen. We can demonstrate Wir können darlegen, that when the stone is cut out, dass wenn dieser Stein herausgeschnitten wird, it's not as bright and shiny as you might think. dass dieser Stein nicht so schön ist, wie wir vielleicht denken. We can demonstrate Wir können aufzeigen, through juxtapositioning, durch dieses Gegenüberstellen, through the chiasm of 40, 41 and 42, durch diese Spiegelung von 40, 41, 42 which then leads you to fractals, und darauf folgen dann Fraktale, that the history from 2014 to the present, dass die Zeitperiode von 2014 bis in die Gegenwart the people leave this movement Menschen diese Bewegung verlassen, is a fulfillment of prophecy. dass dieser Vorgang eine Erfüllung von Prophezeiungen, von Prophetie ist. And so when we come to this history, Und wenn wir nun in die künftige Geschichte kommen and it says that many are overthrown, und uns dort gesagt wird, dass viele unterjocht werden, it's not so straightforward to just say there's Seven-day Adventists. dann ist das hier nicht so deutlich, um sofort sagen zu können, dass es sich hier nur um 7-Tags-Adventisten Because handelt. you want to understand what Seven-day Adventists are we referring to. Denn wir wollen ja wissen, um welche 7-Tags-Adventisten geht es denn? We're about done now with looking at Daniel 11 Wir sind jetzt hier so ziemlich am Ende mit unserer Betrachtung von Daniel 11, 41. from the perspective of juxtapositioning. Von dem Blickpunkt des Gegenüberstellens. So now, tomorrow, we're going to look at some different verses, Morgen schauen wir uns einige andere Verse an and we're going to see how we can use juxtapositioning to learn some other, what we can learn about other verses using juxtapositioning. und wir möchten erkennen, was wir auch über andere Verse lernen können, wenn wir diese Methodik des Gegenüberstellens anwenden. So we're going to look at more examples of how to use it. Und wir werden uns mehrere Beispiele anschauen, wie wir das anwenden. Let's pray. Lasst uns zusammen beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und deine Gnade. We're going to ask and pray that you would be with us, Wir möchten dich bitten, dass du mit uns bist. and we want to thank you, Und wir möchten dir danken. even with trepidation and fear. Wir möchten dir auch mit Furcht danken. Lord, you have given us the opportunity to be free. Vater im Himmel, du hast uns die Möglichkeit gegeben, frei zu sein. Many of those who used to walk with us have now been overthrown. Viele von denen, die mit uns gegangen sind, wurden nun unterjocht. Father, there is a possibility that we too could be overthrown. Vater im Himmel, es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass auch wir unterjocht May werden. it be our prayer Lass es bitte unser Gebet sein, that this camp meeting dass diese Versammlung would serve the purpose dem Zwecke dient, of helping us to remain free people, dass wir freie Leute oder freie Menschen bleiben, lest we too be overthrown. damit nicht auch wir unterjocht werden. We pray in Jesus' name. Wir beten im Namen Jesu. Amen. Amen.